Herzlich willkommen alle Anime-Liebhaber, Hobbydetektive und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um die Shronya Chronos Alternate. Ein echt schwieriger Titel zum Aussprechen und ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ja, ich bin ganz ehrlich, als ich den Titel gelesen habe, wusste ich null, was mich erwartet. Auch als ich reingeguckt habe, hatte ich mich nicht darauf vorbereitet, was könnte das dann überhaupt sein. Das Spiel ist 2022 schon released worden und gibt es eigentlich auf sämtlichen Plattformen. Da haben wir die Pico, die Quest, auf Steam, sogar auf PSVR 2 ist es vorhanden und die große Überraschung auf Nintendo Switch. Naja, also ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe das Cover gesehen, das war alles so ein bisschen im Anime-Style gemacht. Und jetzt ist es aber im Quest Plus Abo erschienen und das war dann auch mal ein Grund, da reinzugucken. Also das Ganze soll so ein VR, ja, wie soll man sagen, VR-Ermittlungsabenteuer sein. Und es gibt insgesamt 3 Episoden davon und wir spielen die erste Episode. Als ich das Spiel aber gespielt habe, wusste ich das noch nicht und am Anfang war ich auch ein bisschen verwirrt, was überhaupt passiert, was die Vorstory ist. Und ich dachte, ich hätte vorher andere Titel spielen müssen. Aber das ist gar nicht so. Das Spiel beginnt wirklich so ein bisschen zerstreut und man weiß noch nicht, wo man landet. Aber genug der Vorrede. Wir sehen uns auf der Brille und gucken uns gemeinsam an. Bis gleich. Ja, also was können wir machen? Wir können die Sprache einstellen. Leider gibt es keine deutsche Lokalisierung. Das heißt, wir haben englische Untertitel und Voice ist maximal Englisch, was ich verstehen kann. So, ja, starten wir mal okay. Die Grafik ist bisher, jo, hat ein bisschen geflackert an den Rändern, aber bei dem Anfangsmenü ja noch relativ. So. Also das Game speichert automatisch. Also hier, das sieht schon ganz nett aus. Ist jetzt nicht überwältigend, aber macht schon was her. Also hier, die Ränder sind ein bisschen, was heißt sind ein bisschen, sind unscharf. Die Schrift ist aber eigentlich ganz okay. Wenn ich hier drüber fahre, kriege ich, ich weiß nicht, ob man es nachher im Video sehen wird. Ich kriege immer so einen Schatten, also das heißt, es flackert dann kurz bei mir vor den Augen. So, Hybrid, ja, komfortabel, Medium, ne, wir brauchen keine Vignette, Fade on, Changing, Snap, wir wollen Smooth Turn. Kann ich hier mich schon drehen? Nein. Dann ist es immer ein bisschen schwer, den Smooth Turn einzustellen. Aber das sieht ganz gut aus, das sieht gut aus. Das sind die Subtitles haben wir ja schon gemacht, wir wollen sie anhaben. Was heißt das? Gucken wir gerade. Okay, ja. Ja, also wenn das an ist, dann werden die Untertitel The trail mit of meinem Kopf footsteps bewegt. scattered and then faded entirely. Ja, muss ich das jetzt weiter drücken? Okay, jetzt lerne ich praktisch, also ich kriege so ein kleines Tutorial. Also wenn ich hier laufe ich mit dem linken Controller-Stick, kann ich ganz normal laufen. Im rechten kann ich mich drehen. Und teleportieren war dann, gucken wir nochmal, rechte Seite, wenn ich den runterdrücke. Ne, dann ducke ich mich. Ganz klassisch, ich drücke den rechten Thumbstick nach vorne und dann kann ich teleportieren. Jo, kriegen wir hin. So, dann laufen wir doch einfach mal hier nach vorne durch die ganzen Glühwürmchen und gucken I mal. can't even remember how I ended up getting lost in here. Also er kann sich nicht erinnern, wie er hier verloren gegangen ist. Wie gesagt, die Vorgeschichte kenne ich gar nicht. Es ist, glaube ich, eine Adaption von irgendeinem Light Novel
Anime, Manga, was auch immer. I must have followed their voice here. Also er muss wohl der Stimme hierhin gefolgt sein. Ja, also bis jetzt grafisch, wie gesagt, okay. Das ist jetzt nichts, was einen vom Hocker haut, aber kann man mit leben. Das Spiel ist auch schon relativ alt. Wenn ich mich recht entsinne, ist das schon 2 Jahre jetzt alt. Ja, die Tür geht auf. Wir gucken in ein weißes Nichts. Ah, da ist jemand. Hallo. Ja, und schon bin ich jetzt weg. Was passiert? Ein Ladebildschirm. Okay, gut. Okay. Ja, er fragt, was passiert ist. Ja, wir sind jetzt hier in irgendeiner Stadt anscheinend. Hier ist irgendwas passiert. Das sieht sehr katastrophal aus. Ja, also desto weiter irgendetwas weg ist, desto eher flackert's. Nahe Sachen sehen ganz okay aus. Die Texturen, ja, es ist jetzt nicht berauschend, aber auch nicht schlimm. Also ich finde es ganz okay. So, hier vor uns schwebt einer und dann gucken wir mal weiter, was passiert. Ja, okay, wissen wir noch nicht. Ah, Lilly? Und ich heiße Hell anscheinend. Okay, ich soll hier nicht rumstehen. Ja, dann marschieren wir doch mal los. Kann ich jetzt laufen? Also sie fliegt schon mal weg. Hände aus. Oh. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Ist da gerade ein Riesenwal gelandet? Ja, ein Riesenwal ist da gelandet. Ja, würde ich, wenn ich mich bewegen kann. Ah, jetzt. Ja, ja, ich komme hier schon, Ganz schön ungeduldig, ne? Die Lilly. Okay. Ja, ja. Habe ich schon kapiert. Ja, Press, rechter Thumbstick, dann ducke ich mich. Habe ich eben schon rausgefunden. Und wieder auf. Okay, das ist alles noch Tutorial-Art. Ja, das Ganze fühlt sich nicht richtig an, das stimmt. Da ist irgendeine Drohne. Die darf mich wahrscheinlich nicht sehen, würde ich mal sagen. Lily, hide behind me. Okay. Ja, eigentlich... Ah, okay. Die löst sich auf. Okay, also, da sind irgendwelche Drohnen am Fliegen und die dürfen mich wahrscheinlich nicht mit ihrem Dings erwischen. Mit ihren Erfassungssensoren, Kameras, was auch immer. Dann machen wir das doch mal. Okay, die heißt Noel. Gut. Die haben wir ja eben schon mal kurz gesehen. Ja, wir bleiben aus der Sicht von denen. Ja, das sind alles irgendwie komische Cyberfische. Muss hier hoch. Mama? Ja. Ja, kann ich irgendwie... Ja, hüpf du da mal rum. Ja, okay. Kann ich hier irgendwas aufheben? Oh, ich habe sogar einen Körper. So, das kann ich jetzt nehmen und kann das mal darüber werfen. Ja, okay. Also es funktioniert ganz einfach.
Er guckt jetzt danach und ich laufe jetzt zu Noel. I know. Also die Figuren sehen echt ganz gut aus. Das muss man sagen. Halt so typisch Anime-Style. So, wie geht's jetzt weiter? Ah, da. Ah, aber er ist... Was ist das? Super Dialog. Aber hier scheint was mit dem Dialog nicht zu stimmen, weil eigentlich soll der ja immer an meinem Kopf hängen, der Dialog. Und er hängt jetzt hier an der Seite. Ja, richtig gesprächig. Okay, was bist denn so aggressiv hier? Ja, ich komme ja schon. Aber ich kann mich wieder nicht bewegen. Also, okay, Ladebildschirm. Also mit denen zu interagieren ist ein bisschen schwer. Ja. Jetzt darf ich laufen. Okay. The dome protecting the city has been destroyed. Ja, okay. Also der Dom, der die City beschützt, ist kaputt. Fühlt sich wie ein schlechter Traum an. Mhm. Oh, bin ich jetzt von einem riesen Schwert erschlagen worden. Dann wäre das Spiel ziemlich schnell rum. Hey, what's wrong? Und eine interessante Review. Ja, was ist falsch? Ja, ich bin von einem Schwert erschlagen. Hal. Oh, hi. Jetzt sieht ja wieder alles Same normal old aus. Hal. Falling asleep during your test? Seriously? Ich bin Tess. eingeschlafen. Okay. Still half asleep? You're in the middle of your final aptitude test, man. Anyway, I'm gonna see how everyone's doing in augmented dreaming. It's a Okay. supervisor's job to protect AD. The collective dream all the residents experience. Ja, natürlich ist das ein Job. Once you're a supervisor, Hal, that's what you'll be doing on a daily basis. Here, Ja. this is your trainee badge. Okay, ich kriege eine Auszubildende. Ja, komm, gib. Ja, danke. You'll be able to access AD with that. Jetzt bin ich offizieller Auszubildender. Let's go. Ja, okay. Kann ich das jetzt irgendwie... Hold A on the right button. Den Text vorher zu Ende lesen sollen. Okay, AR. Also wir spielen ein virtuelles Spiel, in dem wir Looks like you AR can haben. access AD Das ist just doch cool. fine. Ja. Also sieht auch ganz okay aus. Also wie gesagt, jetzt kein grafisches Highlight, aber das Spiel ist ja auch jetzt schon was älter und ist ursprünglich für die Quest 2 auch gemacht. Take a look around and see how the residents are doing while you're here. Jo. But Ja. where are they? See those glowing fish? Ja, Each of them represents a dreaming resident's consciousness. okay. Also die The Fische sind alles human-shaped ones are conscious enough to speak to. Träume. I'm guessing you haven't talked to many ordinary humans since the experiment. Go on. I'll wait here, okay? Ja. Kann ich? Ah. Hallo. Kann ich den jetzt anquatschen? Okay, alles gut. Ja. Also hier stehen jetzt lauter Dings rum. Deswegen mal quatschen. Der auch. Hallo. Tja, wenn ich das wüsste, was für eine Power ich hätte. So, da hinten war auch noch einer. Den laufen wir auch schnell hin. Ist cool, ich drehe mich selber im Raum. Dabei habe ich auch einen Stick dafür. Aber das ist VR. Ja, also sieht die Tür ja auch ganz nett aus.
Da hat er recht. Wired. How did it go? Nothing too intense, right? A supervisor's job is to get things under control when something goes wrong in AD. I heard they also used to investigate crimes back before AD was introduced. The city's totally protected by AD these days, so the crime rate is just 0.001 for the last 30 years. There hasn't even been any variant persecution here in the city. With the system protecting it, this place really is a dream world. Anyway, let's get your training started. It's time we did some counseling in AD. Okay. Also. I'll give you a quick run-through first, okay? Also hier das System beschützt das Ganze hier. Und deswegen gibt es auch hier keine Kriminalität. Und wir starten jetzt unser Training. Sure. We access Kairos, the medical nanomachines inside all the residents. Okay, also hier die ganzen Träumer haben irgendwelche Nanomaschinen an Using sich. our tethering tools. The only people who aren't Kairos hosts are people like me who are incompatible. And variants, the nanomachines just don't work right with you guys. Thanks to Kairos, the residents can take part in one collective, idyllic dream. In the dream, residents share all their experiences. That's why it's impossible to commit crimes here in the city. I see. The system immediately removes residents who need attention to prevent mental contamination. Also kurz zusammengefasst, die haben Nanomaschinen in sich, die das Ganze kontrollieren und tun. Und wenn halt irgendwas mit denen ist, dann kann das schief gehen und die können mentale Probleme bekommen und kriminell werden. Und hier kann Chaos ausbrechen und so weiter. Okay, time to start counseling. After this, you'll officially be a supervisor. I'll show you how it's done, so pay attention. Ja, also wenn ich das jetzt alles hier gut mache, dann bin ich offizieller Supervisor und kein Azubi mehr. Ja, es wird alles rot. Das geht hier. Hey, let's split up and see what the deal is. Also sehr Storytelling-mäßig. Finde ich aber gar nicht schlecht. Jo. Sag was. Hallo? Let's split up and see what the deal is. Achso, ja, wir sollen uns aufteilen. Ja, hier steht ja nur noch einer rum. Oh. Also es lädt sehr viel. Es gibt immer eine kurze Aktion, dann Ladebildschirm. Albert? Was geht denn jetzt aber? What on earth happened? Der ist tot. Huh? Is someone there? Was geht? Also ich hüpfe jetzt hier durch Räume und krieg so... Also wir haben gesehen, der Albert ist irgendwie ermordet worden. Und irgendeiner redet mit mir. Wir wissen aber noch nicht wer. Also auch wenn jetzt noch nicht hier so viel passiert und der Anfang etwas langatmig ist. Snap out of it. Ja, okay. Mein Chef. Da bin ich wieder. Ja, das habe ich gesehen. Also er ist ermordet The worden. professor died? He was killed? Ja, anscheinend. We're in big trouble. The founder of the city just... we Okay, gotta move also der on. hat die I'm gonna head to Stadt the gegründet. Look, training is over. Head back and wait Ja. for your results, okay? Ja. Ich stöhne ein bisschen rum. I can't believe there was a murder here in the city. Ja, wenn es das vorher nicht mehr gab, ist das natürlich unglaublich. Ah, da taucht jemand auf. You're... Ja, wer ist denn das? Ja.
Oh, cool. Tanzen wir jetzt? Also, ich muss sagen, bis jetzt, wie gesagt, das ist jetzt kein grafisches Highlight, aber für seine Möglichkeit zu dem Zeitpunkt schon ganz nett gemacht. Ja, also mir gefällt's bisher. Es war jetzt noch nicht viel Story, es ist halt, nein, Entschuldigung, es war viel Story, es war jetzt auch keine großartige Action. Also wir haben praktisch jetzt noch eine Vorgeschichte erzählt bekommen, wie es dann passiert. Jetzt kriegen wir hier ein krasses Intro gezeigt, was ziemlich cool ist. Also mir gefällt's, dazu muss man auch sagen, ich gucke auch ganz gerne Animes. Daher spricht mich sowas vielleicht dann auch eher an, als mit manch anderen. Aber ja, also ich find's cool. Also das Intro ist echt cool gemacht. Vor allem, weil man halt so mittendrin steht. Also das gefällt mir. Okay. Jetzt scheint das Intro hin zu sein. Und wir landen wieder da, wo wir waren. Kommen wir zum Fazit. Also als allererstes, das Video musste ich kürzen, weil aus kurz mal reinschauen ist über eine Stunde geworden. Und für den ersten Überblick ist das einfach ein bisschen zu lang. Die Story steht bei dem Spiel aber eindeutig im Vordergrund und bestimmt auch jede Aktion, die man macht. Was mich aber persönlich gar nicht stört und mir gefällt das Spiel wirklich gut. Die Grafik könnte halt etwas besser sein, das sage ich aber auch schon beim Spielen oft genug. Es erinnert so ein bisschen von der Optik wie Arizona Sunshine 1, könnte ich. Ja, doch, das kommt ungefähr hin. Das ganze Spiel, wenn man es nicht über das Quest-Abo bezieht, kostet 19,99 und dann gibt es, wie gesagt, ja noch 2 weitere Episoden, die schlagen mit jeweils 14,99 zu Buche. Und das gilt halt nicht nur für den Quest Store, sondern genauso auch im Pico Store. Wer auf Anime-Style und viel Storytelling steht, für den ist das Spiel auf jeden Fall das Richtige und der wird damit sehr viel Spaß haben. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, außer wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen, jedes Kommentar und über jedes Abo. In diesem Sinne, ciao, ciao.